Alles gut? Bereit? Naja. Statement, die erste. Lass uns anfangen. Warum machst du den Schrauber von André so runter? Ja, das ist eine gute Frage. In dem Fall muss ich sagen, was heißt denn runter machen? Also wenn ich mir das Ganze anschaue und schau dir gerne das Video nochmal an, da ist es so, dass ich ganz klar die Vorteile, aber auch die Nachteile von Andres Schrauber benannt habe. Ich habe ihn getestet und so weiter und so fort. Ich bin der Meinung, ich habe das komplett neutral gemacht. Ich finde die Videos von André viel besser. Ich finde die Videos von GoTools viel besser. Ja, absolut. Also es ist immer die Frage, was mag man lieber? Ja? Einige sagen ganz klar, André als Persönlichkeit ist ihm lieber. Andere sagen ganz klar, vielleicht ich bin als Persönlichkeit ihm lieber. Oder die Videoaufmachung oder. Das ist natürlich komplett Geschmackssache. So ein Video hat Bauforum24 doch auch schon gemacht. Mach doch erstmal selbst so einen Schrauber und bilde dir dann deine Meinung. Ja, im Grunde stecken da ja schon zwei Sachen drin. Das erste Thema, das lese ich immer wieder, das lesen wir auch öfter mal. So ein Video hat doch André auch schon gemacht. Warum machst du jetzt André irgendwie nach? An dem Thema muss ich ganz klar sagen, es ist so, es gibt so viele Werkzeuge, so viele Videos. Natürlich ist es so, jeder hat schon mal einen Akkuschrauber getestet und es kann natürlich sein, dass Themen, die ich sie angehe, durchaus ähnlich zu André sind. Ja? Und der zweite Teil der Frage war ja, mach doch erstmal selber so einen Schrauber und bild dir dann eine Meinung. Das verstehe ich irgendwie nicht, weil es ist ja so, es geht ja nicht um die Erfahrung, einen Akkuschrauber selber rauszubringen, sondern es geht ja darum, diesen Akkuschrauber sich anzuschauen. Und ich muss nach wie vor sagen, der Akkuschrauber, den André dort mit Parkside zusammen rausgebracht hat, ist ja ein solides Teil. Ja? Der funktioniert, hat einige Themen, die mir nicht so gefallen, andere Themen, die ich richtig genial finde, wie zum Beispiel das Discolicht hinten, finde ich eine coole Sache. Ich finde es cool, dass du ab und an auch auf Bauforum Bezug nimmst. Ja, es macht natürlich auch ab und zu Sinn, das so zu machen. Weil, schaut euch mal an, hier ging es um das Stiftung Warentest-Video. Hier ist es so, dass Stiftung Warentest Akkuschrauber getestet hat und das war alles ein bisschen merkwürdig. Und André hat das Thema sehr schnell genommen und hat das auseinandergenommen und wir hatten gleichzeitig eine ähnliche Idee. Aber ich habe gesehen, dass André das rausgebracht hat und habe gesagt, Mensch, wenn er diesen Teil sich schon genau angeguckt hat, dann schaue ich mir einen anderen Teil an und nehme einfach meinem Video auf ihn Bezug, sodass ihr vielleicht euch auch beide Videos anguckt. Ich habe das Gefühl, du hast ein Problem mit Bauforum24. Also, Stimmt es, dass ihr euch nicht versteht? Woher kommt diese starke Abneigung gegen André? Warum sieht man euch nie zusammen? Ich habe eine Theorie. Meine Theorie ist, wir sind dieselbe Person. Deswegen sieht man uns nie. Aber das ist natürlich Quatsch. André ist deutlich größer als ich. Also lasst uns doch jetzt wirklich mal Tacheles reden. Und auch ganz klar eine Sache wirklich ganz klar benennen. Habe ich und André Beef miteinander? Und die Antwort ist 100% nein. Es gibt kein Problem von mir mit André. Gibt's nicht. Da ist nichts. Ja? Das war, was auch die Frage war, wo ist euer Beef? Und da muss ich euch ganz klar sagen, das ist eine Frage, die häufig gestellt wird. Und genau deswegen machen wir das Video heute auch. Und machen es auch ganz bewusst, auch in so einem provokanten Setup. Ich sage euch das ganz, ganz klar, weil da ist nichts. Da ist einfach nichts. Ja? Also es gibt nichts, wo ich jetzt sage, der böse André. Ja? Und ich habe André, ich habe mit André auch schon telefoniert, aber ich habe André vor 1,5 Jahren auf einer Messe auch gesehen. Aber wir haben uns nicht unterhalten, und zwar aus vollem Grund, weil ich habe die ganze Zeit Videos gedreht und André ist rumgelaufen, hat Videos gedreht und wir haben uns nie immer getroffen. Das hat einfach nicht funktioniert. Und seitdem sind wir irgendwie aneinander vorbeigelaufen. Ja? Das hat aber keinen Grund, dass wir jetzt irgendwie Beef miteinander haben. Ja? Es ist auch nicht so, dass ich jetzt mir anschaue, wie kann ich jetzt irgendwie die Videos von André nachmachen. Und ich glaube auch auf keinen Fall, dass André genau dasselbe mit uns macht, sondern es ist ganz einfach, wir machen Videos und wir machen Videos auf unsere Art und Weise und wir testen Werkzeuge auf unsere Art und Weise. Und André macht das ganz genauso. Ja? Und Bauforum24 ist ein separater Kanal, wir und so weiter und so fort. Und es gibt da kein Battle, kein Nordkorea und Südkorea, keine entmilitarisierte Zone oder ähnliches. Das gibt es einfach nicht.
Und das muss ich euch auch ganz klar und deswegen auch so nochmal mitgeben, weil ich will auch dass diese Gerüchte mal enden. Ich möchte auch nicht, dass wieder weiter unten steht, Mensch, aber da hat der André und da hat Sebastian hier und so. Das ist doch alles Quatsch. Es ist doch so, wie es vorhin in der anderen Frage auch war. Ist es eine Frage Sympathie? Ja, das glaube ich auch. Einer findet diese Art auch vielleicht der Videos sympathischer als die andere. Aber vielleicht ist es auch einfach so, dass ich habe einen bestimmten Blick auf Werkzeug. André hat auch seinen bestimmten Blick auf Werkzeug. Und vielleicht ist es so, dass du mehr an meinem oder an seinem Standpunkt auch andocken kannst. Ja? Und da liegt es ganz allein an dir. Und das ist auch völlig fein, wenn du sagst, du findest Gotus besser. Nein, aber dass du sagst, du findest Bauforum 24 besser oder. Also, ganz klare Worte, Antwort, nein, 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 es gibt kein Beef. Würdest du zusammen mit André ein Video drehen, in dem ihr gemeinsam Werkzeug testet? Ohne Frage. Also ich möchte auch an dieser Stelle, lasst uns das doch mal genauso hier nutzen. Wir nehmen dieses Video und wir machen jetzt Folgendes. Ich lade André öffentlich mit aller Freude und mit aller Umarmung ein, sagen wir das doch mal so, hier zu uns zu kommen, mit uns ein Video zu drehen, Werkzeug zu drehen, super gerne auch einen Podcast zu machen oder, ein Live vielleicht sogar zusammen. Würde mich auch richtig freuen. André, komm vorbei, lass uns doch einfach mal hier mal richtig Spaß haben. Ich habe das Gefühl, die Zuschauer hätten da auch Spaß dran. Übrigens, Jonas, das Angebot gilt noch immer. Also jetzt noch eine Frage. Wolltest du wegen den ganzen negativen Kommentaren schon einmal aufhören? Nein. Man muss eine Sache wirklich sagen. Wir haben deutlich über 700.000 Kommentare. Das muss man sich mal überlegen. 700.000. Was das für eine riesige Zahl ist. Allein wie viele Bücher das wären, weil das alles sich durchzulesen. Und das Krasse ist, wir lesen uns wirklich das meiste durch. Das muss man ganz klar sagen. Auch ich lese nach wie vor jeden Tag Kommentare. Auch viele Herzen, die vergeben werden, auch Antworten und so kommen auch von mir, aber auch vom ganzen Team. Und die Sache, die ihr bedenken müsst, ist, ein negativer Kommentar trifft immer irgendwie. Davon kann man sich nicht komplett frei machen. Der ist immer irgendwie auch präsent. Und heute ist es natürlich so, dass es für uns etwas ist, wo wir ja auch gut mit umgehen können, das auch einsortieren können. Man muss aber auch wirklich sagen, dass 99% aller Kommentare sind cool. Das heißt, von 700.000 könnt ihr euch mal ausrechnen, wie viele positive Kommentare es gibt. Und wenn wir uns das alles anschauen und wie viele Leute sagen, Mensch, wie viele Zuschauer schreiben in den Kommentaren, Mensch, das hat mir geholfen, ich habe jetzt das richtige Werkzeug oder ich habe mir vor einem Jahr das und das gekauft, das hat wunderbar funktioniert. Das macht doch richtig Spaß und das negiert eigentlich alles. Also nein, wir machen weiter und vielleicht demnächst mit André. War okay? Ja, ich denke, das passt, oder? Mhm.